Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Das heutige Thema, das ich mit euch besprechen möchte, ist die While-Schleife. Dazu zeige ich euch das Grundgerüst einer While-Schleife. Zunächst müsst ihr eine Variable initialisieren. Initialisierung. Dann wird die While-Schleife definiert. While, in der runden Klammer schreibt ihr die Bedienung rein. Bedienung. Und hier wird die Ausgabe deklariert. Und im Anschluss kommt die Variablenveränderung. Und das ist das Grundgerüst einer While-Schleife. Wir kommentieren das Grundgerüst der While-Schleife aus und schreiben jetzt eine Endlosschleife. Dazu initialisieren wir eine Variable Anzahl. Int Anzahl ist gleich 5 und int I gleich 0. Wir definieren eine While-Schleife mit der Bedienung i kleiner als Anzahl. Wir geben das Ganze in der Konsole aus, i, und führen das Programm aus. Was passiert jetzt? Pausiert das Video und überlegt euch die Lösung. Wie wir sehen können, läuft die Schleife so lange weiter, bis ich das Fenster hier schließe oder auf die Balken stoppen klicke. Wieso haben wir hier eine Endlosschleife? Ich kopiere das Ganze und kommentiere das dann aus. Ich zeige euch anhand einer einfachen While-Schleife, wieso es zu einer Endlosschleife wird. Also, die Variable i hat den Wert 0. 0 ist kleiner als 5 und es wird 0 ausgegeben. Dann springt das Ganze erneut in die While-Schleife und die Variable i hat immer noch den Wert 0. Und es ist kleiner als 5 und dann wird das in der Konsole ausgegeben. Und es geht so lange weiter, bis ich das Programm schließe. Wir benötigen die Variablenveränderung, das heißt i++. Die Variable i hat den Wert 0. 0 ist kleiner als 5, dann wird das in der Konsole ausgegeben und dann erhalten wir den Wert 0. Und durch das i++ wird die Variable i um 1 erhöht. Also lautet die Bedienung 1 ist kleiner als 5. Dann wird es in der Konsole ausgegeben. Dann haben wir den Wert 1. Und dann wird die Variable i um 1 erhöht. Dann gehen wir wieder in die Bedienung rein und wir vergleichen. 2 ist kleiner als 5. Dann wird die Variable i ausgegeben und wir erhalten den Wert 2. Dann wird die Variable i um 1 erhöht. Und das geht so lange weiter, bis es heißt 4 kleiner als 5. Dann wird das ausgegeben in der Konsole, also hier die 4. Dann wird die Variable i um 1 erhöht. 5 ist kleiner als 5. Die Bedienung ist falsch. Dann kommt es zum Schleifenabbruch. Ich habe das Anwendungsbeispiel vom vorherigen Video entnommen und hier eingefügt. Die Aufgabe wird sein, eine For-Schleife in einer While-Schleife umzuschreiben. Wie wir wissen, wird zuerst hier eine Variable initialisiert. Dazu löschen wir das hier und fügen es hier ein. Dann wird die Bedienung in der While-Schleife geschrieben, While, und die Variablenveränderung kommt unter die Ausgabe. Und wir führen das Programm jetzt aus. Wir geben die Zahl 3, 4, 2 und 5 aus. 3 plus 4 ergibt 7. 3 plus 4 plus 2 ergibt 9. 3 plus 4 plus 2 plus 5 ergibt 14. Und so umschreibt man eine For-Schleife in einer While-Schleife.
Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie ich mein Video gestalten kann, dann schreibt das in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.